Na, was sagt ihr zu diesen Strukturen in Acrylfarbe? In diesem ganz kurzen Tutorial zeige ich euch, wie das geht. Ist ganz einfach. Hier arbeite ich heute auf Papier. Das ist ein glatter Zeichenkarton, der sollte schon was kräftiger sein, damit er sich nicht so ausbeult. Ich habe ihn aufgeklebt und jetzt grundiere ich mit einem Acrylgel. Ob matt oder glänzend, das ist egal. Das verstreiche ich mit einer Karte und dann wird es getrocknet. Ich versuche das heute mal mit ein paar Blautönen und einem Zitronengelb. Später brauche ich natürlich die Folie. Das ist hier eine Abdeckfolie, eine sehr dünne. Ihr könnt aber auch jede andere Folie nehmen. Das Papier, das befeuchte ich zunächst mit Wasser oder auch mit einer Sprühflasche und dann kann ich die Farben schon auftragen. Ich arbeite jetzt erstmal intuitiv und frei. Wichtig ist, dass die Farben feucht bleiben, bevor gleich die Folie darauf gelegt wird. Dazu könnt ihr auch schon mal Wasser sprühen. Jetzt bin ich fertig und die Folie kommt drauf. Die Art, wie ihr sie knautscht, beeinflusst später das Muster. So, das Ganze muss jetzt einige Zeit so liegen bleiben. Ihr könnt ruhig eine halbe Stunde rechnen. Die Farbe muss ein bisschen anziehen und jetzt entferne ich die Folie. Ja, das ist doch schon ganz gut. Schaut mal die Strukturen an. Das muss jetzt erstmal komplett durchtrocknen. Ich lasse das ein paar Stunden liegen. Ihr könnt es aber auch föhnen. Und wenn man auf das ganze Bild guckt, dann fragt man sich natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und diese Frage möchte ich an euch weitergeben. Arbeite ich weitere Schichten? Arbeite ich Collage? Was mache ich damit? Drucke ich darauf? Oder, naja, überlegt mal vielleicht mit. Ich bin so gespannt auf eure Ideen dazu. Da kann man bestimmt so einiges draus machen. Die Farben gefallen mir auch sehr gut. Also, ich erwarte eure Kommentare. Bis bald!